herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und du bist auf meinem Kanal Kathis Diamond Story gelandet. Ja, ich freue mich, dass du mit mir zusammen meine Projekte anschauen möchtest. Es kommt ja samstags immer ein Video zu meinen Häkelsachen und dienstags immer ein Video zum Diamond Painting raus. Ja, ich habe ein bisschen was fertig und möchte vielleicht noch was Neues anfangen. Mal schauen, was das alles so gibt. Ja, als allererstes schauen wir uns hier das Tuch mal an. Das ist ja das Tuch von dem, wie heißt es? Jan. Oh je, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Das fällt mir gerade nicht ein. Banderole ist auch unten, aber das Tuch ist fertig. Das war ja das Tuch, was ich immer mal wieder ab und zu in die Hand genommen hatte. Das habe ich mit einer 3,5er Nadel gehäkelt und habe einen kleinen Rand gehäkelt. Einen kleinen Muschelrand einfach als Abschluss. Ja, die Anleitung hier von dem Tuch ist sozusagen schon abgedreht. Die Anleitung oder so habe ich es gehäkelt, sagen wir es mal so. Ist schon fertig gemacht, muss noch geschnitten werden, so nach dem Motto, und dann kann ich sie euch online stellen. Ja, genau. Gefällt mir sehr gut, das Tuch. Das ist auch schön groß. Ich weiß gar nicht. Also meine Armspannweite hat es. Von daher sind ja auch knapp 1000 Meter reingewandert. Und es kamen noch hier diese 1, 2, 3, 4 Reihen dazu. Machen wir mal unseren Markierer ab. Denn dieses Projekt ist damit ein bisschen ausgefranst abgeschlossen. Ja, fehlt nur noch, dass ich hier oben diesen Easy Start abschneide. Aber den werde ich, glaube ich, noch ein bisschen vernähen, weil ich den nur einmal hier sozusagen mit eingehäkelt habe. Ich denke, das werde ich hier noch in der Reihe vernähen. Ja, genau, das ist das Tuch. Jetzt hat es ein Ende. Aber gefällt mir sehr gut. Es ist ein schöner Übergang mit dem leichten Rosa jetzt hier zum Abschluss. Finde ich klasse. Wirklich schön. Ja, genau. Das ist das. Und dann hatte ich ja noch ein Tuch. Und zwar, tada, dieses hier. Muss ich gerade mal gucken, dass ich meine Sachen da raushole. Wo ist meine Nadel? Da. Das hatte ich mit einer 4er Nadel gehäkelt. Mit einem Unicatis Bobbel. Und zwar Flammen geküsst. 1000 Meter. Hier ist komischerweise die Banderole mit drin sozusagen. Aber gut. Und das gute Stück ist zum Ende gekommen. Ihr seht es, hier habe ich den Faden auch schon abgeschnitten. Das Tuch ist gut schwer. Das hat ein bisschen mehr wie meine Armspannweite, aber gut, das ist auch nicht schlimm. Und es kam eigentlich nur noch das Schwarz hinzu. Also die 3 Reihen hier mit dem Schwarz und dann war es schon fertig. Also ratzfatz. Ja, fand ich jetzt. Dazu wurde sich ja auch ein kleines "So habe ich gehäkelt" Video gewünscht. Und das werde ich zu dem Tuch jetzt noch machen. Mal schauen, wann. Im Laufe der Woche werde ich es mal in Angriff nehmen. Und ich denke mal, 14 Tagen, 3 Wochen ist dann auch
das Tuch sozusagen dann online. Ja, obwohl es ja eigentlich, es ist ja super einfach, aber ich zeige euch das gerne, das ist gar kein Thema. Das mache ich. Ja, schaut euch mal den tollen Verlauf an. Also wirklich wie eine Flamme, finde ich. Also passt sehr gut, sehr schön. Ja, und das hier ist auch ein bisschen schwerer. Durch die Muscheln ist das alles ein bisschen dicker sozusagen und durch die Vierernadel. Ja, und ist ja auch ein Vierfachgarn. Das hier war ja, hier von dem Tuch, das habe ich ja, das war ja eigentlich für eine Dreiernadel gedacht. Und war ja auch ein recht dünnes Garn. Ja, aber trotzdem sehr, sehr schön. Also ich bin von beiden sehr angetan. Ja, das ist das. Und dann haben wir eigentlich nur noch ein Projekt. Die Decke, wo ich noch in Arbeit habe, die habe ich noch nicht weiter gehäkelt. Aber dafür habe ich an meinem Rundhals-Pullover weitergearbeitet. Den habe ich angeschlagen, auch mit einer Vierernadel. Und ja, wenn man es jetzt so rum sieht, ist mir eben aufgefallen, könnte man eigentlich denken, es ist so ein kleines Hängerchen. Ja. Könnte man vielleicht auch so tragen. Aber das ist ja sozusagen unten hier und das ist oben. Es gehört so rum. Und wächst vor sich hin. Ich habe jetzt hier die Armausschnitte mit dran gemacht, also wo die Arme durchkommen. Einmal hier vorne, hinten, links und rechts sozusagen. Und ja, das ist jetzt auch soweit in der Mache. Jetzt muss es halt nur noch nach unten wachsen. Ich habe mich auch dazu entschieden, dass ich das Muster hier einfach weiter nach unten laufen lasse. Und ja, ziehe ich einen Tanktop drunter und dann ist das auch in Ordnung. Ich meine, es ist halt sehr löchrig, wenn ihr es so seht. Und wenn ihr zieht, hat es halt schon große Löcher. Aber nicht schlimm, mir gefällt das. Ich kann ja was drunter ziehen, das ist gar kein Thema. Ja, wir waren das letzte Mal hier, hatte ich es euch gezeigt. Und jetzt kam halt hier die Reihen mit dem Armausschnitt noch dazu. Da musste ich ein bisschen gucken, weil ich nicht wollte, dass sich das hier irgendwie sozusagen hochtrillert. Und deswegen hat das da ein bisschen länger gedauert. Aber gut, jetzt finde ich, gefällt es mir, passt es mir. Deswegen kann das so bleiben. Ja, Maschenmarkierer raus. Und hier kommt er wieder rein. So. Ich finde auch hier den Verlauf von dem Garn sehr schön. Das ist ja das Garn von den Märchengarnen. Das Entlein. 300 Gramm, vierfach und es ist eine B-Ware. Finde ich aber nicht schlimm, stört mich nicht. Bis jetzt ist mir nichts aufgefallen, was ich als nicht richtig erachten würde. Aber ich meine, mein Gott, das fällt mir nicht auf. Und wenn es mir nicht auffällt, fällt es anderen auch nicht auf. Ja. Ja. Und jetzt war ich noch mal überlegen, im Freundeskollegenkreis sozusagen bei mir gibt es bald Nachwuchs. Und da war ich eigentlich im Überlegen, ob ich eine
kleine Babydecke häkel. Ja, die wollte ich noch gern anschlagen, aber ich bin mir mit den Farben unsicher. Ja, ich will halt nicht so typisch rosa oder typisch blau, aber halt auch nicht so gedeckte Farben irgendwie. Ich hatte überlegt, ob ich da vielleicht hingehe und ja, so Regenbogenfarben nehmen. Ich weiß nicht, was haltet ihr von sowas? Meint ihr, sowas ist ganz gut? Ist da so ein Regenbogenverlauf? Halt so, aber halt nicht so extrem knallig, sondern normal. Normale Farben. Weder Pastell noch extrem knallig, sondern wirklich so, ja, Regenbogenfarben. Würdet ihr sowas nehmen für euer Kind, ob Junge oder Mädchen? Weil bei den Regenbogenfarben sind ja wirklich also alle Farben drin. Es ist blau drin, es ist lila drin, es ist rosa drin, es ist grün drin. Ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Oder soll ich wirklich einfarbig nehmen? Da bin ich wirklich am Überlegen. Das ist für mich irgendwie eine ganz schwere Entscheidung, weil ich möchte, dass das gefällt, aber ich möchte jetzt auch nicht unbedingt die werdende Mama einfach fragen. Obwohl das wahrscheinlich das Beste wäre. Weil dann würde ich ihren Geschmack genau treffen. Ja. Ah, ihr könntet mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich natürlich sehr freuen. Das wäre super klasse. Ja, der Geburtstag letzte Woche war auch schön. Wir haben ganz schön gefeiert. Er hat sich sehr gefreut über den Kuchen. Ich hatte Rührkuchen ja gemacht, also trockenen Kuchen. Und ich habe, was hatte ich gebacken? Er wollte mal einen Gewürzkuchen haben. Den mache ich aber mit Schokolade, mit flüssiger Schokolade dann. Und ja, den hatte ich. Dann hatte ich die Schwarzwälder. Und wir hatten noch eine selbstgemachte Erdbeersahne mit Erdbeeren aus dem Garten, was auch super schön war. Also die hat wirklich lecker geschmeckt. Die Kirschen hatte ich halt aus dem Glas. Und die Biscuits für die Kuchen machen wir selber. Ja, meine Mama hat dann auch noch mal mitgebracht, einmal Kuchen. Aber Marmor und so einen hellen Joghurt. Ja, einen hellen Joghurtkuchen, den hatte ich so noch nicht gegessen. Ist auch ein Rührkuchen, aber mit Naturjoghurt drin gebacken. Ja, deswegen. Den hatten wir auch noch. Und dann haben wir die uns schmecken lassen. Sehr, sehr gut. Also top. Haben wir noch einen Rest, habe ich dann noch mitgegeben den Gästen. Das finde ich auch immer ganz schön, wenn man denen damit noch eine Freude machen kann, dass jeder noch was mitnehmen kann für den nächsten Tag. Das finde ich auch immer sehr, sehr schön. Deswegen, ja, jetzt ist der Geburtstag schon vorbei. Da vergeht die Zeit sowas von im Flug. Das glaubt man gar nicht. Aber ich war auch froh, wir hatten schönes Wetter. Also das Wetter hat auch mitgespielt. War nicht zu heiß, nicht zu kalt. Wirklich klasse. Das war toll. Ja. Und jetzt haben die Kinder Ferien. Ah, die sind so glücklich. Haben ihre Zeugnisse, sind erledigt von der Schule, obwohl jetzt die letzte Woche wurde nicht mehr viel gemacht. Wir waren Eis essen und Pizza essen und hatten noch Projektwoche.
Ja, aber das kann ich euch ja auch gerne mal, wenn es euch interessiert, sozusagen beim Diamond Painting erzählen. Dann kann man dann noch was anderes mitmachen. Denn jetzt häkel ich hier schon weiter und ich weiß gar nicht, ob euch das alles so interessiert. Ja, aber das könnt ihr mir ja auch mal sagen. Schreiben, ob das interessant für euch ist oder ob ihr das eher so nicht wissen wollt. Ja, genau. So. Und dann wollte ich eigentlich noch fragen, wie ist das hier mit dem Rundhalspullover oder T-Shirt? Wollt ihr da auch so ein kleines Video, so habe ich gehäkelt, oder eher nicht? Das könntet ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Denn dann könnte ich mir da schon Gedanken machen. Und ja, das vielleicht so langsam dann in Angriff nehmen, weil der dauert ja dann auch noch mal ein bisschen. Weil hiervon habe ich jetzt gar nichts so mitgeschnitten, weil das ja mein Prototyp sozusagen ist. No. Ja, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare oder lasst mir ein Smiley da, freue ich mich genauso. Und ja, in dem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Also, bleibt gesund, macht's gut, tschüss.